Griechenland bietet viele steuerliche Vorteile. Ja, man könnte sogar sagen, es ist das geheime, das unbekannte Steuerparadies. Mit welchen Steuerboni Griechenland lockt, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, vielleicht nach Griechenland oder irgendwo anders hin, dann lade ich dich ein, dir jetzt mal genau unser Seminar- und Eventprogramm anzuschauen. Wir organisieren etliche Seminare zum Thema Auswandern und Plan B und natürlich auch Reisen in viele interessante Länder, zum Beispiel nach Serbien, nach Georgien, in die Philippinen, nach Irland, nach Sansibar, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn du dich ernsthaft mit dem Thema Auswanderung auseinandersetzt, wenn du Zeit mit Gleichgesinnten verbringen möchtest, die richtige Kombination aus einem hochwertigen Seminarprogramm und natürlich auch dem gemeinsamen Erleben von Ländern, gemeinsame Momente zusammen mit Menschen, die so denken wie du, dann sind diese Events, dann sind unsere Seminare und Reisen genau das Richtige für dich. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich auf einem unserer nächsten Veranstaltungen persönlich kennenzulernen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir hatten vor kurzem ein Seminar organisiert zum Thema Ruhestand im Ausland. Da haben wir viele verschiedene Länder in nah und fern behandelt und inwiefern sie sich für den Ruhestand eignen. Also, da waren zum Teil so die üblichen Verdächtigen dabei, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Thailand, zum Beispiel die Schweiz. Auch über Italien haben wir gesprochen und natürlich ein Land, wo wir besonders aktiv sind, auch die Philippinen. Aber es hat sich herauskristallisiert, dass für einige der Teilnehmer bei diesem Seminar möglicherweise Griechenland eine attraktive Lösung sein könnte. Nun, du weißt ja, in diesem Kanal geht es insbesondere um das Thema Auswandern, Auswandern aus der EU. Wir alle haben ja so unsere Bedenken hinsichtlich der EU. Aber man muss natürlich sagen, erstmal überhaupt auszuwandern, Deutschland zu verlassen, Österreich zu verlassen, das ist schon mal vielfach der erste Schritt. Und auch wenn man irgendwo einen Zwischenstopp einlegt und von dort dann nach einigen Jahren vielleicht sein endgültiges Ziel ansteuert, dann hat man schon mal etliche Vorteile erreicht. Du weißt ja zum Beispiel, dass man, wenn man aus Deutschland wegzieht, noch 5 Jahre unter die Erbschafts- und Schenkungssteuerpflicht fällt. Möglicherweise gibt es auch noch die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, je schneller du als Deutscher Deutschland verlässt, desto eher fängt dann auch die Uhr an zu ticken. Und es ist eigentlich relativ egal, wohin du dann auswanderst. Du wirst auf jeden Fall einen Vorteil haben, dass du nämlich begonnen hast, dich der Finanzamtskrake zu entziehen. Aber es ist natürlich umso besser, wenn das Land, in das man auswandert, auch einige steuerliche Vorteile bietet. Und das eben ist bei Griechenland genau der Fall. Wir haben hier schon einige Videos zum Thema Griechenland gemacht. Das heißt, einiges von dem, was ich jetzt sage, dürfte dir möglicherweise schon bekannt sein. Durchsuche am besten mal diesen Kanal, wenn du dich dafür interessierst. Ich rede jetzt hier übrigens nicht nur über Ruheständler, ich rede generell über eine Auswanderung nach Griechenland, aber du wirst sehen, dass natürlich Griechenland vor allen Dingen vorteilhaft ist für Ruheständler, für Privatiers, für Personen, die von ihrem Kapitalvermögen leben. Ich möchte beginnen mit 3 steuerlichen Sonderprogrammen, die Griechenland bietet an Personen, die nach Griechenland auswandern. Diese Programme sind jeweils temporär. Man kann sie zwischen 7 und 15 Jahren nutzen. Das erste Programm richtet sich tatsächlich an Ruheständler. Das können ausländische Ruheständler sein, aber auch Griechen sein, die lange Jahre nicht in Griechenland gelebt haben. Wenn du nach Griechenland als Ruheständler umziehst, das Alter ist im Grunde genommen egal. Es kommt darauf an, dass du eine Rente hast, eine Pension, dann kannst du optieren, dass du auf deine sämtlichen ausländischen Einkünfte nur 7% Steuern bezahlst. Das ist also nicht nur deine Rente aus dem Ausland. Hier sollte man erwähnen die gesetzliche Rente, aber eben auch die betriebliche Altersvorsorge inklusive Einmalzahlung, sondern diese 7% beziehen sich auch auf Einkünfte aus dem Kapitalvermögen, zum Beispiel Veräußerungserlöse, Dividenden, Zinsen und ähnliche Einkünfte. Aus deutscher Sicht ist es so, dass im deutsch-griechischen Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland kein Besteuerungsrecht hat auf die deutsche Rente, weder die gesetzliche Rente noch Betriebsrenten. Das heißt, hier würdest du lediglich in Griechenland dann diese 7% Steuern bezahlen, sowohl auf die deutsche gesetzliche Rente als auch auf eine Betriebsrente. Dieses Programm ist natürlich vor allen Dingen dann interessant, wenn du über eine relativ hohe Rente verfügst, in der Regel eine Betriebsrente.
Denn tatsächlich wird es oftmals so sein, dass Rentner mit einer überschaubaren Rente ohnehin nicht mehr als 7% Steuern bezahlen und zum Teil sogar weniger als 7% Steuern bezahlen, wenn du noch den Grundfreibetrag mit einbeziehst. Also daher, du musst ganz konkret ausrechnen, ob sich das für dich lohnt oder nicht. Wenn du eine üppige Betriebsrente hast und natürlich dann auch noch Einkünfte aus Kapitalvermögen, dann kann das auf jeden Fall sehr interessant sein. Und noch ein weiteres interessantes Detail. Du erinnerst dich vielleicht, dass Italien ein ganz ähnliches Programm hat. Auch dort gelten die 7%. Zwei Dinge muss man zum italienischen Programm allerdings sagen. Erstens musst du in einer Gemeinde Süditaliens leben, die unter 20.000 Einwohnern hat, damit du das Programm nutzen kannst. Und zweitens gilt im Falle von Italien, dass die deutsche Rente, ich rede von der gesetzlichen Rente, in Deutschland zu versteuern ist und du dafür nicht den 7% Steuersatz anwenden kannst. Das griechische Programm hat hier also ganz klar Vorteil. Du kannst irgendwo leben in Griechenland, auf irgendeiner der vielen wunderschönen Inseln und es gibt keine Vorschriften hinsichtlich der Größe deiner Wohnsitzgemeinde und eben auch die deutsche Rente ist auch mit den 7% dann in Griechenland besteuert. Dieses Programm kannst du 15 Jahre lang nutzen. Kommen wir zum zweiten steuerlichen Vorzugsprogramm. Hier gibt es nämlich ein HNWI, also ein High Net Worth Individual Steuerstatus für Personen, die hohe Auslandseinkünfte haben. Auch das gibt es ja in Italien, während man in Italien dort mittlerweile die Pauschalsteuer auf 300.000 Euro pro Jahr erhöht hat, von damals 100.000, ist man in Griechenland immer noch bei 100.000 Euro pro Jahr, die man bezahlen muss. Plus, du musst in eine Immobilie investieren im Wert von mindestens 500.000 Euro. Das gibt es in Italien nicht, diese Notwendigkeit der Immobilieninvestition. Auch dieses Programm, wie das Rentnerprogramm, kannst du 15 Jahre lang nutzen. In diesen 15 Jahren zahlst du dann eben 100.000 Euro Pauschalsteuer. Damit ist deine steuerliche Verpflichtung für deine gesamten nicht griechischen Einkünfte abgegolten. Du musst auch in der griechischen Steuererklärung deine ausländischen Einkünfte nicht erklären. Die Steuererklärung ist also extrem einfach. Hast du zum Beispiel gar keine griechischen Einkünfte, dann kann das praktisch eine Nullerklärung sein. Familienmitglieder, die dieses Programm ebenfalls nutzen wollen und die gemeinsam mit dir nach Griechenland umziehen, sagen wir mal zum Beispiel ein Ehepartner, eine Ehepartnerin, sie zahlen dann nur 20.000 Euro im Jahr auf ihre ausländischen Einkünfte. Das Ganze lohnt sich natürlich nur, wenn du wirklich sehr hohe ausländische Einkünfte hast. Also wenn du zum Beispiel Einkünfte hast in Höhe von 1 Million Euro, dann wären 100.000 Euro 10% Steuern. Das ist natürlich günstig, aber es ist auch nicht null. Jetzt kannst du ja schon sehen, als Rentner zahlst du 7%. Kannst du also ausrechnen, wenn du bereits im Ruhestand bist, welches Programm dann günstiger ist. Und natürlich werden die 7% in vielen Fällen weniger sein. Das heißt, nur wenn du wirklich sehr hohe Einkünfte hast, dann lohnt sich das möglicherweise dieses HNWI-Programm. Wir kommen zum dritten steuerlichen Vorzugsprogramm in Griechenland. Auch hier wieder, du wirst überrascht sein, du wirst lachen, auch hier wieder gibt es praktisch genau das Gleiche in Italien. Dort heißt es ja das sogenannte Impatriati-Regime, aber eben das Gleiche gibt es in Griechenland auch. Und mittlerweile sind auch die Beträge in beiden Ländern die gleichen. Das funktioniert nämlich so, dass wenn du als Angestellter aus dem Ausland nach Griechenland umziehst oder dich dort selbstständig machst oder ein Einzelunternehmen gründest, dann sind 50% deiner Einkünfte steuerfrei und auf 50% zahlst du die üblichen griechischen Steuern und Sozialabgaben. Da es leider eben so ist, dass in Griechenland Sozialabgaben auch von Unternehmern, von Selbstständigen zu bezahlen sind, ist das Ganze vielleicht nicht so niedrig, wie du dir das erträumst, aber es könnte möglicherweise trotzdem interessant sein, wenn du ein Unternehmen in Griechenland betreiben willst oder eben dort in eine Anstellung wechseln willst. So, das sind die 3 griechischen steuerlichen Sonderprogramme, die es gibt. Die sind sehr gut etabliert, die gibt es schon seit vielen Jahren. Wir haben etliche Mandanten, die diese Programme nutzen, sehr erfolgreich. Die griechischen Behörden scheinen hier bei aller Bürokratie recht offen und freundlich zu sein. Die Mandanten werden hier nicht belästigt, übermäßig mit Kontrollen, mit Steuerprüfungen oder ähnlichem lästigen Verhalten der griechischen Behörden. Es gibt aber auch noch andere steuerliche Vorteile in Griechenland. Diese haben jetzt nichts mit Ausländern zu tun, die nach Griechenland umziehen. Die kann tatsächlich jeder nutzen. Und jeder, der nach Griechenland umzieht, muss sich dann natürlich fragen, ob er eins dieser Sonderprogramme nutzen will oder ob du möglicherweise mit der Nutzung der ganz normalen, in Anführungszeichen, steuerlichen Vorteile in Griechenland, die für jeden gelten, besser bedient bist. Zunächst möchte ich erwähnen, dass Griechenland beim Verkauf von Aktien keine Kapitalertragssteuer erhebt.
Das heißt, Aktien kannst du steuerfrei verkaufen. Ein zweiter steuerlicher Vorteil ist, dass Griechenland Dividenden nur mit 5% besteuert. In Deutschland zahlst du ja auf beides Abgeltungssteuer, 25% plus Soli plus Kirchensteuer, da bist du also locker mal bei 27%. In Griechenland eben keine Steuer auf den Verkauf von Aktien und nur 5% Steuer auf Dividenden. Da bei Dividenden ja in der Regel Quellensteuer einbehalten wird im Sitzstaat der Emittentin und das meistens 15% sind oder sogar 30%, je nach Doppelsteuerungsabkommen, wird also effektiv in Griechenland überhaupt keine Steuer mehr fällig. Du zahlst also nur diese 15%. So, wenn du jetzt das Ganze zusammenbringst und sagen wir mal, du nun Rentner zum Beispiel bist und dann auch noch Kapitalerträge hast, dann musst du natürlich überlegen, welches der beiden Lösungen nun das günstigste für dich ist. Hast du zum Beispiel nur eine sehr kleine Rente, verkaufst aber jedes Jahr Aktien in einem gewissen Volumen, um davon deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann ist es möglicherweise das Beste, das Rentnerprogramm gar nicht zu nutzen, sondern einfach die steuerfreien Kapitalerträge mitzunehmen. Hast du allerdings eine höhere Rente und vielleicht noch kleinere Kapitalerträge, dann macht das 7% Programm Sinn. Oder aber du bist verheiratet und ein Ehepartner nutzt das eine, der andere Ehepartner nutzt das andere. Beides ist in Griechenland möglich, aber du kannst eben die Steuermodelle letztlich nicht kombinieren. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich zahle 7% auf meine Rente, dafür sind nun meine ausländischen Kapitalerträge steuerfrei. Das würde eben leider nicht gehen. Also summa summarum, man kann sagen, Griechenland ein attraktives Land, möglicherweise sogar attraktiver als andere Länder Südeuropas. Eben, ich hatte ja schon gesagt, ein gewisser Rivale, sage ich mal, ist Italien. Aber aus meiner Sicht bietet Griechenland eigentlich mehr Vorteile als Italien. Und in den steuerlichen Aspekten muss man in Griechenland natürlich auch noch andere Details bedenken, die dort vorteilhaft sind. Die Lebenshaltungskosten können gerade auf den Inseln ziemlich gering sein. Dafür muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die gesundheitliche Versorgung gerade auf den Inseln nicht immer so 100%ig ist. Ein weiterer Vorteil in Griechenland ist, dass man sehr einfach und günstig in das staatliche Gesundheitssystem hineinkommt. Eine Versicherungsprämie in dem Sinne gibt es nicht. Du kannst dort zum Beispiel ein kleines Einzelunternehmen gründen und dich dann als Selbstständiger dort pflichtversichern. Da zahlst du wenige 100 Euro im Monat. Gerade wenn du in Deutschland zum Beispiel freiwillig oder privat versichert bist und dort sehr hohe Beiträge bezahlst, dann kann das für dich attraktiv sein. Also, wenn dich Griechenland interessiert oder auch ein anderes Land in Europa oder außerhalb der EU, dann würde ich mich freuen, mit dir zu sprechen. Buch jetzt ein Beratungsgespräch, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos oder komm zu einem unserer Events. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, Deutschland, Österreich und die Schweiz rechtssicher zu verlassen, ihr Vermögen vor staatlichem Zugriff zu schützen, Vermögen zu diversifizieren, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen. Ich selbst habe Deutschland schon vor 26 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.